Da hinten steht Sandra Capella. Es ist ein einmaliges Reisemobil, denn wie ihr seht, kann die ganze Kappe angehoben werden. Und das Ding würde im ausgefahrenen Zustand wahrscheinlich A gar nicht fahren und B natürlich mit jeder Brücke in Deutschland kollidieren. Ja, ich grüße dich herzlich. Stell dich mal kurz vor. Hallo, ich bin der Thomas Ritter, Gründer von Unicat, technischer Leiter und seit Anfang an dabei natürlich. Sag mal, das ist ja ein Wunderwerk. Sandra, komm mal bitte kurz her, dass man mal sieht. Sandra ist 1,75 Meter und hat flache Schuhe an. Da siehst du auch mal, also der ist hoch. Wie hoch ist er denn jetzt? Also so wie er da steht, ist er 4,90 Meter und er darf natürlich zum Fahren nur 4 Meter hoch sein. Das heißt, wir fahren das Dach ein zum Fahren und dann ist er unter 4 Meter. Boah, ist ja sensationell. Wann habt ihr ihn gebaut, den da? Den haben wir 2004 gebaut und 2014 modernisiert mit dem neuen Fahrgestell, weil da ging es darum, Euro 5, Euro 6 Wechsel. Und dann hat man nochmal ein anderes Fahrgestell drunter gesetzt. Und jetzt ist er 20 Jahre alt. Und, nochmal, der ist 20 Jahre alt? Ja, 2004 gebaut, also ist fast 20 Jahre alt. Und Ich muss mal gerade ein Stück zurückgehen. Ich glaube es ja gar nicht. Das Gerät ist 20 Jahre alt, das Fahrgestell ist natürlich neuer jetzt, ja. Das Fahrgestell ist von 2014, also jetzt 10 Jahre alt. Und das Auto macht es locker nochmal 10, 20 Jahre. Gute Pflege ist alles. So, es geht ja darum, dass ihr quasi eine Hülle baut, die man auch später mal renovieren kann. Das hier ist das beste Beispiel dafür, die kannst du umsetzen. Der Aufwand ist natürlich schon beträchtlich, oder ging das hier? Also der Aufwand ist überschaubar. Man muss es ein bisschen wie beim Flugzeug sehen, das wird alle 10 Jahre oder alle 15 Jahre auch mal richtig überholt und dann ist es nochmal gut für weitere 15 Jahre. Und so können wir das mit den Fahrzeugen auch machen, wenn es überhaupt notwendig ist. Hat das die Welt gesehen, das Fahrzeug? Das Fahrzeug hat wirklich die Welt gesehen. Und der Eigentümer, der es hat bauen lassen, der hat es letztlich verkauft, weil er gesagt hat, ich war überall. Ich war einfach überall. Und deshalb hat er es dann hergegeben. So, wenn die Kappe zu ist, hast du natürlich einen besseren Schutz, kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, oder? Ja, klar, du siehst überhaupt keine Fenster mehr, sieht auch nicht nach Wohnmobil aus. Kannst dich irgendwo hinstellen, wo halt Wohnmobile jetzt nicht gern gesehen werden. Komm, wir machen mal eins. Wir gehen mal kurz hier rein, weil hier ist noch nichts los. Okay. Dann können wir uns das mal erlauben, auf die Teststrecke zu gehen hier. Denn er wirkt natürlich, wenn das jetzt gleich unten ist, das können wir gerade mal machen, wie einen praktischen LKW. Du kannst dich auf den LKW-Parkplatz stellen. Ja, keiner groß, oder? Richtig, ja, genau so ist es. Also was natürlich auffällt, wäre hinten die Ersatzräder. Aber du ehrlich, bis sich da einer Gedanken gemacht hat, vorbeigefahren hat, da ist er schon vorbei. Ja, klar, das typische Zeichen für ein Wohnfahrzeug sind einfach Fenster. Ja, und wenn da keine Fenster sind, dann ist es eben als solches auch nicht mehr erkennbar. Ja, unten auf dem P1 stand letztes Jahr auch einer, der hochgefahren ist. Hast du ihn gesehen, in Silber? Du, ich komme hier die ganzen Tage nicht weg. Ich würde gerne mal unten über die Parkplätze laufen. Und da stehen auch viele Fahrzeuge von uns. Aber ich komme einfach hier nicht weg, habe ich nicht gesehen, ja. Sehr schön. Nee, der hat das doppelstöckig gebaut und mit 2 Stockwerken, kompletten 2 Stockwerken. Ja. Und fährt mit 4 Stellmotoren raus. Also ganz, habe ich ein Video von gemacht. Ja. Ziemlich interessant. Aber hier, sag mal, kann ich da drin wohnen, wenn es eingefahren ist? Du kannst da drin kochen, du kannst da drin sitzen, du kannst duschen, auf Toilette gehen, aber du kannst nicht im Bett schlafen. Also man müsste dann die Sitzgruppe zum Bett umbauen, was möglich ist. Aber oben in der 2. Etage ist halt einfach das Bett, was man ja während der Fahrt normalerweise nicht benutzt. Das gucken wir uns gleich mal an. Also wir waren noch nicht drin. Du bist mein Zeuge. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es aussieht drin. Ja, ich bin auch gespannt und bin gespannt, wie das aussieht, wenn man das mal hoch und runter fährt, ne? Ja, das können wir ja uns gleich zum Schluss mal angucken, wie es rauf und runter fährt. Das kann man hier nicht so oft zeigen. Also meistens bleibt es ja oben hier, oder auf der Messe. Ja, wir lassen es eigentlich oben, weil ja immer Publikumsverkehr ist. Und ja. Komm, wir kommen mal rüber. Ihr habt was Schönes gemacht, dezente Radabdeckungen. Ja, ist halt eine Reifendruckregelanlage drunter. Und die Schläuche und so weiter, das soll ja geschützt sein. Und deshalb haben wir da Radabdeckungen drauf gebaut. Sag mal, der ist vom Look and Feel her, ist er ganz aktuell. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass der jetzt hier 20 Jahre alt ist, weil die Kabine, der Lack, ist es Erstlack oder habt ihr ihn neu lackiert? Das ist der erste Lack, der ist mal aufpoliert worden, aber der hatte eine 3-Schicht-Lackierung und
Und der ist auch wirklich überall gefahren. Mit dem bin ich selber in der Mongolei gefahren. In Mexiko habe ich ihn mal abgeholt zur Verschiffung und so. Also ja, der ist schon hergenommen worden. Komm, wir gucken uns mal das Fahrerhaus an. Das habt ihr ein bisschen modifiziert. Da vorne so dezente Astabweiser / ja, oben Packmöglichkeit. Genau. Ja, also hauptsächlich, dass oben Platz ist, um mal noch was unterzubringen. Da ist auch der große Kühler, so Tropenkühler für den Generator drauf. Und dann hast du natürlich hier die Ecken geschützt gegen Äste und so weiter. Haben wir eigentlich auf fast jedem Auto drauf. Bist du auf die Idee gekommen bei dem? Mit dem Rauf runter? Muss ich sagen, das war eine Idee von einem Interessenten, ob man sowas nicht bauen könnte. Und wir greifen ja so Ideen dann auch gerne mal auf und machen es dann eben auch. Ja. War das erstmal verrückt für dich? Erst einmal? Verrückt? Ja, vielleicht. aber einfach interessant. Ja. Also nicht absurd, sondern verrückt ja, absurd nein. Ja. Und was hast du gelernt? Ich habe Maschinenbau studiert, Ja. aber ohne Abschluss. Ja. Ich habe dann angefangen, Mobile zu bauen. Erstmal eins für mich selbst. Und dann habe ich angefangen, für andere Kofferaufbauten zu machen. Erst kleine auf Unimog, wurden immer größer. Dann wurden es mehr Leute, dann wurde eine Firma draus. Und heute ist es Unicat Ja. mit fast 40 Jahren Erfahrung. Darf ich mal fragen, der Name Unicat, das habe ich den Kollegen gestern gefragt, das konnte er mir nicht beantworten. Es klingt wie Unikat. Ist das so ein bisschen? Genau. Ich bin mit einem Freund da lang gelaufen und haben gesagt, wie sollen wir denn die Firma jetzt nennen? Und was machen wir denn? Wir machen Unikate, also Einzelstücke, Einzelanfertigungen. Ja. Und da wir das jetzt nicht nur in Deutschland machen wollten, sondern schon das Internationale gleich gesehen haben, haben wir halt das K durch ein C ersetzt. So, und Preis, wie er jetzt hier steht, ist er zum Verkauf? Der ist jetzt als Gebrauchter zu verkaufen. 1,08 Millionen. Brutto? Nein, da er ja in Privatbesitz ist, kommt da keine Mehrwertsteuer drauf, aber ist auch keine ausweisbar. Also in dem Sinne brutto, ja. Neu würde er 2,4 kosten. So, die Gewährleistungsabwicklung, ist das direkt vom Kunden als Vermittlung oder läuft das über euch? Na, wir kümmern ja uns um das Auto. Also der Kunde, der Besitzer kommt zu uns und sagt, ich möchte das Auto verkaufen, beziehungsweise er kriegt ein neues, ja, der jetzige Besitzer. Und dann kümmern wir uns komplett drum. Dann schauen wir uns das Auto an und bringen es in einen Zustand, wo wir sagen, so möchten wir es gerne an den neuen Besitzer übergeben. Wir trainieren den neuen Besitzer, wir machen die neue Dokumentation und kümmern uns dann eben auch auf den Reisen um den neuen Kunden, so wie wir uns auch um jeden anderen Kunden kümmern, der ein Fahrzeug von uns hat. So wenig Technik wie möglich. Das ist oft so bei so Fernreisen wichtig. Jetzt haben wir ja hier wahrscheinlich die Technik für rauf, runter. Wie hast du die realisiert? Das Stellmotoren, Hydraulik oder? Ja, das sind Linearantriebe, also es ist ein elektrischer Antrieb. Das sind eigentlich nur 4 Motoren, die das Ganze eben rauf und runter bewegen. Wir haben das schon so simpel wie möglich gehalten. Ja, aber ja, da ist auch ein bisschen Steuerung dahinter. Aber das ist Industriesteuerung, oder? Bitte? Da ist jetzt eine Industriesteuerung wahrscheinlich dahinter, oder? Nein. Das läuft nur über Relais Achso, und ganz, Endschalter. Ja. ganz diskret. Ja. Sehr schön. Da Also darf ich. wir verbauen so wenig wie möglich Elektronik, weil dann hast du einfach schwarze Kisten, wo du nicht reingucken kannst. Ja, aber jetzt ein Relais, das hörst du sogar noch klicken. Und da kann auch mal jemand unterwegs was dran arbeiten oder der Kunde hört rein und wir helfen ihm dann per Telefon, per Internet. Und wenn aber halt nichts mehr geht, dann kommt halt jemand angeflogen. Wenn du mal so lieb bist, hier mal so eine Klappe öffnest für mich. Ja, da muss ich aber kurz einen Schlüssel holen. Kein Problem. Ich unterhalte mich derweil mal mit der Kollegin. Ich warte hier auf dich. Ja. Und? Ja, gefällt mir gut. Schon faszinierend, dass das Ding 20 Jahre alt ist. Ne? Also der Lack ist ja top. Und wenn der um die Welt gereist ist, hat Geschichte das Auto. Was das krass ist, der hat wahrscheinlich ganz selten überhaupt mal Salz gesehen. Der war immer im Süden oder irgendwo in Afrika oder wo auch immer. Er hat es ja gerade eben gezeigt, also so gut wie überhaupt kein Rost. Auch das Fahrgestell. Ja, das Fahrgestell ist quasi rostfrei. War der jemals in Salz? Doch, du hast ja eben gesagt, der war schon mal.
Also das Fahrgestell ist jetzt auch 10 Jahre alt. Gut gepflegt halt. Ja? Aber das Fahrgestell war eben auch schon hauptsächlich in Asien unterwegs und auch bis Mongolei hinter. Ja, aber warum muss kein Rost dran sein? Nee. Ist jetzt schade mit Russland, muss ich ehrlich sagen. Also viele Leute fahren gerne nach Russland, wunderschönes Land, also Ja. wer es nicht kennt. Du warst schon oft in Russland? Ich war nicht oft in Russland, aber ich finde es auch klasse. Also gerade auch Sibirien hinterfahren, diese endlose Weite, hast Wälder, links und rechts Felder, kommst in kleine Dörfer, hast Kontakt auch so zu den Leuten. Wir waren im Sommer sind wir durchgefahren. Ist klasse. Aber Mongolei, muss ich sagen, ist top. Ist das gut, Mongolei? Ja, das ist ein Traum, da kriegst du Wasser in die Augen, wenn du da stehst. Das ist so unberührt und die Leute sind so super freundlich. Also das ist nicht mehr zu schlagen. Sehr schön. Aber kommst halt im Moment nicht hin. Wirklich so. Kommst nicht hin. Achso, das ist ja auch, ist das auch Russland, Mongolei? Nee, ist ein unabhängiger Staat, aber du kannst eigentlich fast nur Durch Russland durch hinkommen. Ja. Schade, oder? Ja. Bisschen. Ja, ist super schade, aber ja, ich So. hoffe natürlich, das ändert sich. Ja, mach mal bitte auf. Ja, okay. Dass wir mal reinschauen. Ich bin mal sehr gespannt, denn ich liebe Technikklappen und die sind so schön ausgeführt. Das könnte auch für das Militär gebaut worden sein, so ein bisschen, oder für irgendwelche Rettungsdienste. Ja, also wir haben eigentlich ausschließlich Privatkunden. Wir haben schon mal ein paar professionelle Fahrzeuge gebaut, aber mehr so im Medizinbereich und Rettungsbereich oder Umweltschutz, so Wasserprobenfahrzeuge, die dann eben auch in den Sumpf fahren müssen. So, also das sind Auszüge, ja, große Schieber, die du halt rausziehen kannst, um Nochmal, da vorne ist ein. Zeug zu beladen. Okay, da ist eine Sperre drin. So ein Pin, ja. Den ziehst du raus. Soll ja auch nicht. Soll nicht Druck auf die Klappe ausüben während der Fahrt. So, die werden einmal entriegelt. Genau. So, und dann kannst du den Schieber hier rausziehen. So, ich guck mal auf der Kamera, was da drin sein könnte. Oh, ich weiß es jetzt gar nicht. Ich weiß es auch nicht, woran. Ja. Man ist schon recht hoch. Einweisung, hast du eben gesagt, ist ja ganz essentiell hier bei so einem Fahrzeug. Da gibt es ja einiges zu bedienen. Unter anderem ist das ja ein Haus auf Rädern. Das heißt, der Kunde kriegt erklärt, wie geht die Heizung, wie funktioniert die Wasseranlage, all das. Richtig, ja. Lass mich kurz hier noch was zu sagen. Also das Auto ist jetzt nivelliert. Ja? Das ist ja, der Boden ist hier ein bisschen abschüssig. Und wir haben den jetzt, der Aufbau steht aber gerade. Ja? Also der hat eine hydraulische Bodengruppe drin, wo wir den Aufbau komplett anheben können, absenken können. Ja, hier zwischen Rahmen und Aufbau, da siehst du zum Beispiel so einen Hydraulikstempel. Nochmal, du hast keine Hubstützen, du hast eine hydraulische, du kannst den ganzen Rahmen anheben. In dem Fall nicht den Rahmen, der Rahmen bleibt, Ja. aber der Aufbau wird gegenüber dem Rahmen angehoben und nivelliert. Kannst du 200 mm hoch und runter fahren. Das gibt's ab Werk, oder? Nee, habt ihr gebaut? Werk Unikat, ja. Okay. Ja. Das ist ja stark. Ja, nee, das ist super. Also wir haben es hier gebaut, damit das Auto mit dem Hubdach halt insgesamt möglichst niedrig ist. Ja? Und dann im Gelände du es halt hochfahren kannst für mehr Bodenfreiheit. Aber am Ende hat der Kunde gesagt, dass die wichtigste Funktion für ihn dabei war einfach, dass er das Auto sauber ausnivellieren kann, ohne jetzt mit Klötzen und Luft ablassen und sonst was zu arbeiten. Stark. Ich bin sehr beeindruckt. Also und hier, was ist hier drunter? Da ist Technik drunter. Bin ich ja mal gespannt. Ja, damals, vor 20 Jahren, war die Solartechnik noch nicht so weit wie heute, oder? Nee. Der, Ja, warte. Hab ich den falschen Schlüssel? Das ist der falsche Schlüssel. Sorry. Da müsste. Doch, ne. da ist es. Ja. Eine richtige Schließanlage hier drin. Ah ja, schön. Das sind nur Starterbatterien und Batterien für den Generator. Ja. Die kenne ich, die haben besonders starke Leistungsabgabe. Das ist, glaube ich, die können besonders viel Ampere. Ja, also sagen wir so, die Optimas sind Batterien, die du weltweit kriegst, ja, die eine hohe Startfähigkeit haben, das ist richtig. Für uns ist die Auswahl eigentlich eher weltweit verfügbar und du kannst sie auch, es gibt ein Zertifikat, dass du sie auch mit dem Flieger transportieren darfst.
Das ist ja bei Batterien sonst immer so ein Thema. Ganz wichtig, die ist auch klein genug als einzelne Einheit. Das heißt, du kannst sie kaskadieren, kannst sie mitnehmen. Das auch, ja. Aber wenn du größere Packs hast, dann musst du es halt auf Palette stellen. Aber das kannst du quasi, fast in den Koffer mitnehmen, richtig, ja. So, die Charger oben, das sind jetzt Landstrom-Charger, oder? Ja, das sind aber nur die internationalen Ladegeräte. Wir haben ja eben ein 230-Volt-System hier im Fahrzeug komplett aufgebaut. Und die können halt als Eingangsstrom nur ca. 190 bis 250 Volt annehmen. Und wenn du jetzt aber in den USA bist oder irgendwo, wo es halt 110 Volt und 60 Hertz hat, da brauchst du dann nochmal extra Ladegeräte. Und das sind die 4 hier und die laden dann die Batterien. Und aus den Batterien holen die Inverter dann Energie, um 230 Volt fürs Fahrzeug zu machen. Sehr schick. So, sonst ist hier keine Klappe. Dann haben wir noch. Das kriege ich jetzt nicht hin, weil da muss ich das Auto erst hochfahren und so weiter, weil er jetzt halt nivelliert ist. Hier hinten drin ist ein kleines Auto, also ein Side-by-Side. Echt? Ja. Also ein Commander. Okay. Commander, 2-Sitzer. Ja. Und den haben wir gekürzt, damit er in ein 2,50 Meter Auto reingeht, also vorne gekürzt, hinten gekürzt. Und eben zum quasi Cabrio mit Faltverdeck umgebaut, weil der ja eben nur hier so diese Höhe haben darf. Klär mich mal auf, wie der da reinkommt. Nur mal erklären. Ja, also vom Prinzip her ist es so, der steht in der Aluminiumwanne hier unten drin. Ja. Und dann kannst du hier die Schlösser aufmachen und dann klappst du diese ganze Staubox, die da drunter hängt, klappst du zur Seite weg. Also die klappst du 180 Grad rum, drüben das Gleiche und dann kannst du die Wanne runterfahren. Und dann wird er da rausgezogen oder du fährst ihn raus, musst halt den Kopf ein bisschen einziehen. Das hast du damals dir ausgedacht? Wir denken uns es als Team aus. Also damals schon groß, das Team? Bitte? Vor 20 Jahren war das auch so groß wie jetzt? Nein, nicht so groß. Ich habe dann so die Ideen und irgendeiner muss halt sagen, komm, lass uns das machen. Umsetzen tun wir es dann natürlich gemeinsam. Sehr schön. Ja, die Ersatzräder, auch die müssen ja dabei sein. Auch da kriegt der Kunde natürlich eine Einweisung, wie sowas gewechselt wird. Ja, das ist ganz wichtig, weil das ist so eigentlich das, was am häufigsten, was einfach passieren kann. Ja, da steckst du als nicht drin und jetzt losfahren, ohne zu wissen, wie man Rad wechselt, ist keine so gute Idee. Das geht schon mal kaputt. Wir haben ja keine Zwillingsbereifung hier drauf. Hier sieht man auch sehr schön die Differentiale, die man hier hat. Jetzt muss ich mal gerade gucken, der ist 6x6. Und hinten ist die geführt, die Achse? Also es ist eine Buggy-Achse. Ja, die beiden Achsen hängen quasi über Lenker am Rahmen, wie das bei den 6x6 LKWs eigentlich standardmäßig gemacht wird. Und die sitzen auf einem gemeinsamen Federpaket, was halt den Vorteil hat gegenüber einer Luftfederung zum Beispiel, dass du immer die exakt gleiche Achslast auf beiden Rädern hast. Kommst du hier durch den Abenteuer-Allrad-Parcours mit dem? Ich bin ihn noch nicht gefahren, aber da fahren ja auch 6x6 und dann kommt er auch durch. Kommt er auch durch. Also Bodenfreiheit ist in der Praxis. Also wenn wir den anheben, da geht ja alles, was hier am Aufbau hängt, das geht ja alles mit hoch. Und selbst die Kraftstofftanks, die sind am Rahmen, am Aufbau befestigt, nicht am Rahmen, sondern am Aufbau und gehen dann mit dem Aufbau hoch und dann kriegst du Bodenfreiheit. Krass, also alles hängt am Aufbau. Also alles, was hier auch seitlich dran ist. Genau, hängt am Aufbau dran. Damit es eben mit hochgeht, um die Bodenfreiheit zu erhöhen. Das ist normal nämlich genau nicht so. Da hängt nämlich alles an Tanks und so weiter, hängt am Rahmen dran. Ja. Und in der Regel passt das auch. Aber damit das Fahrzeug nivelliert werden kann, das war wahrscheinlich die Bedingung schlechthin, oder? Ja, also wenn wir keine Nivellieranlage haben, dann hängen die Tanks bei uns auch am Rahmen, klar. Mhm. Aber du musst ja immer zwischen den Tanks und dem Aufbau relativ viel Platz lassen, auch damit die Verwindung, damit bei Rahmenverwindung eben das nicht kollidiert. Ja? Und wenn du jetzt den Tank direkt an den Aufbau baust, dann brauchst du auch diesen Platz nicht mehr zu lassen, weil sich halt beides zusammen bewegt. Habt ihr es nochmal gebaut mit dieser Hebeanlage? Ja. Schon des Öfteren? Bitte? Schon des Öfteren? Ja, bauen wir aktuell auch. Also
Ich würde sagen, 20-30% der Fahrzeuge haben die Hebeanlage oder die Nivellieranlage mit drin. Gut, wir bauen jetzt auch Autos mit Einzelradaufhängung, wo wir hydropneumatische Federung drin haben. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Da hoffe ich, dass wir nächstes Jahr hier ein Auto stehen haben. Aber ja, wir machen schon ein paar Sachen am Fahrwerk. Ich mag auch hier die Verarbeitung. Was ist das hier außen? Ist das Sandwich? Irgendwie Schaum, Alu oder was habt ihr da genommen? Nein, nur GFK. Wir nehmen nur GFK, also Außenschicht GFK, Innenschicht GFK, PU-Isolierung. Die ganzen Verbindungsprofile ist alles GFK. Also alles der gleiche Wärmeleitwert dann? Genau, keine Wärmespannungen, keine Kontaktkorrosion zwischen verschiedenen Materialien. Eine gleichmäßige Krafteinleitung. Wenn du jetzt zum Beispiel Nieten verwendest, dann überträgst du die Kraft immer nur da, wo die Niete sitzt. Beim Kleben hast du den Kraftübergang einfach flächig. Ja? Und das Ding ist halt 20 Jahre alt. Okay, und steht da wie neu. Ja. Du hast eben den Vergleich mit dem Flugzeug gemacht, das kommt dem sehr nahe. Flugzeuge sind ja auch für 30 Jahre zum Beispiel ausgelegt oder länger. Ja, also Flugzeuge fliegen in der Regel 30, 40, 50 Jahre. Man nimmt die eher aus dem Verkehr, weil sie halt vom Spritverbrauch her nicht mehr mithalten können und sich das nicht mehr kommerziell rechnet. Ja. Aber technisch könnten die das schon. Und hier haben wir ja auch so ein Beispiel, wo man gesagt hat, okay, da kommt jetzt ein neues Fahrgestell drunter, damit da eine neue Motortechnik drin ist, auch mit weniger Verbrauch, aber eben noch nicht Euro 6 mit der ganzen Abgasrückführungs-, High-Sulfur, AdBlue-Problematik. Beziehungsweise AdBlue hat er schon, aber AdBlue kriegt man in den Griff. Gut, AdBlue kriegt man in den Griff, das ist eine schöne Aussage. Mach mal bitte zu, dann gehen wir mal rum. Da war auch noch ein kleines Seilchen dran, habe ich gesehen. Ihr habt an alles gedacht. Und allein diese Sperrriegel, die hier drin sind, das ist technisch so ausgelegt, es kann gar nicht rausfallen. Das ist natürlich immer so eine Geschichte, wenn du sowas machst und du vergisst irgendwas. Du kannst es ja gar nicht vergessen, weil du kriegst die Klappe ja gar nicht mehr zu, wenn es draußen ist. Ja, und das ist für viele Jahre gemacht, ne? Ja, genau. Ja, und sag mal, die Leute, die das Auto nutzen, sind ja jetzt keine Techniker oder keine Ingenieure, die das bedienen, sondern die leben da drin. Und dann muss man es halt auch so bauen, dass es von einem Laien im Prinzip genutzt werden kann. Natürlich nicht ohne Training, aber du weißt, was ich meine. Also nicht eben, dass du eine Ausbildung dafür brauchst. So, ist das hier, ich habe noch nicht so ganz verstanden mit dem Auto. Ist das hier diese Schwenkeinrichtung, die du rausschwenken kannst? Genau, ja. Auf den Scharnieren hier wird es nachher rumgeschwenkt und dann geht diese ganze Box kommt hierher. Ah, das steht in der Wanne hier drin, oder wie? Ja, also das wird abgesenkt. ja, genau, also die Box schwenkt weg. Ja. Aber wie? Das Auto ist ja höher wie die Box jetzt. Und das hier ist ja feststehend. Genau, aber wir fahren ja den Aufbau hoch. Ah, Okay? Und das alles bis hierher ist weg. Das ist alles weg. okay. Und die Wanne sitzt hier hinter. Guck mal von hier hinten. Siehst du es besser? Vielleicht bin ich zu blöd, aber Nein, das ist, wenn man es nicht gesehen hat, ist es schwer zu verstehen. Ich könnte dir auch noch irgendwie ein paar Bilder oder was schicken. Ja. Aber hier ist eine große Aluwanne, okay? Ja, Die große ja. Aluwanne. Da steht das Auto drin. Ja. So, jetzt guck mal hier rein. Ja. Das ganze Teil hier, ja, mit der Staubox, das wird dann weggeschwenkt. Ah, und dann okay. ist nichts mehr unter dieser Wanne drunter. Jetzt habe ich es. Dann kann die Wanne runtergefahren werden. Jetzt habe ich es. Das heißt, das Teil wird erst weggeschwenkt und dann fährt die ganze Wanne runter. Genau, ja. Jetzt habe ich es. Okay. Auch schon 5 bis 10 Minuten, bis du das Auto draußen hast. Aber Hat ja Zeit. ja gut, weil wenn es eine halbe Stunde dauern würde, dann wird man es nicht mehr benutzen, weil es zu lange Das dauert. ist sowieso wichtig. Sachen müssen so gut bedienbar sein, dass man es gerne macht, oder? Ja, genau. Ja, sonst wird es nicht benutzt. Und wenn du es nicht benutzt, brauchst du ja gar nicht einbauen lassen. Schön. So, dann, wir könnten ja noch 10.000 Sachen zeigen. Rückfahrkamera hier vorne. Können wir gerade mal sehen. Ich zeig mal gerade. Wir sind heute am Stand der Unicat GmbH in Detten. Ihr seid noch in Dettenheim? Dettenheim, ja klar. Gott, seid immer noch. Ich frage mal, wenn ihr schon so lange da seid, hier 2014. Und wie viele Fahrzeuge baut ihr im Jahr? Also wenn wir solche Kaliber bauen, so 6x6, auch mit Hubdach, ohne Hubdach und so weiter, schaffen wir gerade mal so 5, 6 Stück im Jahr. Ja. Das ist ja ordentlich, oder? Das heißt, hier sind bestimmt in so einem Auto ein paar tausend Arbeitsstunden drin, ne? Zigtausend, also es ist fünfstellig. Ja, so kommt eben auch der Preis zustande, weil einfach so viel Handarbeit da drin steckt.
Also wir haben einen Lohnkostenanteil von 60-70%. Ja, habe ich bei anderen Kollegen auch schon oft ausgerechnet, denn das ist ja Made in Germany und ganz ehrlich, man kann das nicht auslagern. Du brauchst die ganze Fertigungstiefe wahrscheinlich komplett bei euch, oder? Ja, also wir arbeiten schon auch mit Zulieferern im Metallbereich und Schreinereien und so weiter, die einfach da die bessere Maschinenausrüstung haben. Wir machen viel mit Laserteilen oder Waterjet Cutting und so weiter. Sind die bei euch in der Nähe, die Zulieferer? Ja, wir sind da in Baden-Württemberg, da in der Gegend sind wir da ein bisschen privilegiert, würde ich fast sagen. Da war ja früher mal das Kernforschungszentrum und da sind so viele Firmen, die gut mit Edelstahl umgehen können. Da haben wir echt Glück, aber auch da ist jetzt Personalmangel, lange Lieferzeiten, hohe Preise. Das trifft uns genauso. Ich darf mal gerade den Schlüssel zeigen, den du hast. Ach so, ja. Dass man da ist nämlich ein bisschen was dran. Naja, das ist der normale Schlüssel. Ja. Dann hast du den Hauptschlüssel für Okay, den so, Aufbau. Ja. Und jetzt haben wir hier noch für die Wassertanks Wasserbefüllstutzen. Und Nee, ich meinte den Fisch, den kleinen, der dran ist. ach so, Der ist goldig. okay. Der hat er wahrscheinlich irgendwo mitgenommen, oder? Ja. Ja, okay. Der hat die ganze Welt Historie von gesehen. dem Fisch weiß ich nicht. Der ist nicht schlimm. Ich guck mal gerade. Also, das heißt, man kann bei euch das Zugfahrzeug kann man frei bestimmen. Kann ich sagen, ich hätte gern einen Mercedes oder einen MAN? Ja, das kann man sagen. Die sind auch beide gut genug. Also bei der Definition des Fahrgestells wollen wir schon gerne mitsprechen. Es geht ja um Radstand, um Federauslegung, um Achsübersetzungen, um Getriebeauswahl und. Also da reden wir schon gerne mit. Also wenn jemand kommt und sagt, ja, ich habe das Fahrgestell schon, dann schlucke ich immer erstmal, weil ich dann denke, oh, hoffentlich hat er das Richtige bestellt. Das ist die Konfiguration eines neuen Fahrgestells, ist ja auch eine Sache für sich. Habt ihr da Hilfe von den Herstellern? Denn das ändert sich ja alle naslang. Ja, also wir haben gute Kontakte ins Werk oder in die Werke, MAN und Mercedes, und bekommen da die Unterstützung, die wir brauchen. Wir fragen halt auch viel nach und bekommen dann die Antworten. Weniger über die Verkäufer, sondern eben über die Technik im Werk. Was ich toll finde, ist die Markise. Die ist wahrscheinlich elektrisch. Ja, klar. Genau. Ja. Sie ist aber so schön tief, dass du auch Nutzen davon hast, wenn du unterwegs bist. Richtig, also eine Markise jetzt außen drauf zu setzen, ist nicht langlebig, will ich mal sagen. Ja, abgesehen davon, wenn du schon 2,50 Meter breit bist, dann kannst du nicht nochmal 12 Zentimeter Markise draufsetzen. Die habt ihr integriert? Die haben wir integriert, was aber eigentlich nur bei den Hubdachfahrzeugen gut geht, weil die eben durch den Absatz sowieso eine doppelte Wand haben. Gut, da kommen wir gleich mal zu. Der Absatz doppelt. Jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, das hier ist ja so ein Art Schuhkartonsystem. Also die Genau, ja. es muss ja kleiner sein, sonst passt ja nicht rein. Ja, richtig. Ja. Habe ich gut erkannt, gell? So, bitte mal hier öffnen. Das war da mal die Klappen. Was mir gut gefällt, Das ist die gleiche Geschichte wie drüben auf der anderen Seite. Auszugsfächer auch. Genau, ja, das ist der gleiche Auszug. Den kannst du ja zur Hälfte, der geht ja durch. Der geht durch. Ja, also die Wanne geht durch, komplett. Ja. Den kannst du komplett rausziehen. Ja, so, wir haben ihn zur Hälfte rausgezogen auf die andere Seite. Ja. Und jetzt könnten wir den gleichen Auszug zur Hälfte hier rausziehen. Sodass du überall rankommst. Ja. Genau, ja. Aber der braucht ja auch noch eine Überlappung, der braucht eine Führung, sonst fällt er ja raus. Ja. Und jetzt sehen wir hier, das ist der gleiche Auszug, wo du vorhin gar nicht reingucken konntest. Ja. Und dadurch, dass das Auto hier an der Schräge steht und nivelliert ist, ist das jetzt halt hier niedriger. Sehr schön. So, und dann, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ist schon ein bisschen anders, oder? Wie, wenn du dir allein schon mal die Schwerlastauszüge anguckst und die Halterungen und die Sicherungen, das erinnert mich so ein bisschen an Fahrgeschäfte auf der Kirmes mit 9-facher Absicherung. Hast du die, oder? Ja, also Redundanz, also Dinge doppelt zu machen, ist bei uns Top Priority. Ja, also, Echt? Ja, also sagen wir so, dir nützt das tollste Fahrzeug nichts, wenn es nicht zuverlässig ist und wenn es dich nicht dahin bringt, wo du hin willst. Ja, und das machen wir einfach, indem wir, sagen wir jetzt, bei den Wassertanks, ja, wir haben mindestens 2 Wassertanks, hier sind es jetzt 3 und dann hast du auch 3 Wasserpumpen und 3 Absicherungen für die Wasserpumpen, damit es funktioniert. Wir haben 2 getrennte Batteriepacks, also wenn einer aussteigt, hast du noch den anderen Batteriepack.
Wir haben Lademöglichkeiten über eine zweite Lichtmaschine, über Solar, über Generator, über Landstrom. Und weißt du, es kann mal was kaputt gehen. Also wer behauptet, ich baue ein Auto, wo nie was kaputt gehen kann, kann man halten davon, was man will. Der Realität entspricht es auf jeden Fall nicht. Und dann musst du aber einfach gucken, wie kriege ich es in den Griff. Und dann Redundanz ist das Erste. Dass du doppelt Schon wieder beim Flugzeug, ist ja alles redundant. 2 Motoren mindestens. Dann ganz viele Dinge, wirklich doppelt, dreifach, vierfach, fünffach vorhanden. Alles geht nochmal manuell, bei euch wahrscheinlich auch. Richtig, ja. Also du kannst das Dach auch manuell hoch und runter fahren. Ja. Dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen, ja. Aber geht. Aber geht, genau. Ja, das ist schön. Ist das hier Kraftstoff? Das ist Kraftstofftank. Da ist eben ein großer Tank drunter. Was mir gut gefällt, ist, ihr habt hier mal andere Schlösser verwendet. Das heißt, die üblichen Diebe, die haben erstmal Spaß. Ja, genau. Also das war vor 20 Jahren unsere Lösung. Mittlerweile machen wir es so wie bei dem neuen Fahrzeug da drüben. Da schließen auch die Außenklappen mit dem Zentralschlüssel. Okay, alles in einem. Das heißt, einen Schlüssel für alles. Ja. Darf ich einmal sehen, wie man das hier aufschließt? Dass du mir das einmal kurz zeigst. Wenn er dran ist, großer Schlüssel. Das einrasten und dann kommst du da dran. Sehr gut. Okay, Kraftstofftank. Ja. Nee, das hier sieht aus wie Wasser. Nee, Quatsch, ja, genau. Hier, Sprit ist da vorne. Und hier haben wir Wasseranschlüsse und die Höhenregelung für die Heizungen. Okay, was ist mit einer Heizung drin hier in dem? Hier sind 2 Webasto Warmwasserheizungen drin, auch 2 Stück. Ja. Redundant. Und das war jetzt so eine Einstellmöglichkeit, damit, wenn du in über 3.000, 4.000 Meter, nicht über 4.000. Diesel, oder? Ist das? Ja, genau, Dieselheizungen. Und die steigen ja normalerweise aus, wenn du auf über 1.500, 2.000 Meter kommst. Zumindest die damaligen. Und da haben wir eine Regelung, dass du dann den Kraftstoff drosseln kannst und die Heizung weiter. Nicht zurußen dann. Bitte? Dass sie nicht zurußen, glaube ich. Die kriegen ja dann weniger Sauerstoff da oben, oder? Richtig, sie haben weniger Sauerstoff und dann musst du halt auch entweder die Luftmenge erhöhen oder du musst die Kraftstoffmenge dass es nicht so fett ist, wie beim Flugzeug wieder. Ja. Man muss ja auch praktisch manuell den Kraftstoffgemisch ein bisschen runtersetzen. Das ist so ähnlich, oder? Beim kleinen Flieger, ja. Beim kleinen Flieger, ja. So, dann zeigen wir mal eine Tür. Ich zelebriere immer gerne Türen, Okay. weil das ist ja, du weißt ja, eine Haustür ist ja das Indikativ eines Hauses. Ja. Und die ist ja mal dick, oder? Ja gut, also die Türisolierung sind diese 60 mm, die wir im kompletten Aufbau haben. Also identische Isolierung auch in der Tür. Richtig, genau. Und der Dichtungsbereich, also diese Profilierung hier, das ist auch aus GfK. Also auch hier keine Wärmespannungen und keine Korrosionsprobleme. Wir haben hier eine kombinierte Hohlprofildichtung und Lippendichtung, um das Ganze wirklich dicht zu bekommen. Die Dichtung ist innenliegend, also da scheint, wenn die Tür drauf ist, keine Sonne drauf, also keine UV-Belastung. Diese Dichtung hier ist 20 Jahre alt. Die hält. Ja, die wurde noch die hebt, glaube ich, sagt er. Die hebt? Wo sagen wir das bei? In Baden-Württemberg? Ihr seid nicht in Baden. Doch, ihr seid in Baden-Württemberg. Ja. Es hebt. Ja, hebt, hält, ja. Hier sind Riegel, wenn mir die mal kurz rausfährst, dass ich mal gerade sehe. Wenn ich den Handgriff betätige, dann kommt oben und unten so ein Riegel raus. Ja? Und in der Mitte haben wir noch eine Schließfalle und auch so eine Anpressschnecke. Ist die massiv. Ja. Das heißt, die zieht sich zu, oder? Ne? Ja, also es ist ja so, wenn du jetzt im Kalten stehst, okay, sagen wir mal draußen minus 30 Grad, innen plus 20 Grad, so, dann eine Wärmeausdehnung gibt es bei dem Material natürlich schon. Ja, das heißt, die innere Wand, die wärmer ist länger als die äußere, die kalt ist. Ist das wesentlich? Ja, schon, weil die Tür dadurch eine Biegung macht. Und wenn es umgekehrt ist, wenn du außen, hier knallt hier die Sonne drauf, außen hast du hier 50 Grad plus und innen hast du 20 Grad oder 15 oder was auch immer. Das ist genau umgekehrt. Warte mal, ich mache das mal los. Dann ist diese Fläche hier, ja, das ist dann länger. Oder bleiben wir bei dem alten Beispiel. Außen kalt, innen warm. Ja. Okay? Außen kalte Wand ist kürzer, schrumpft. Innere Wand ist warm, ist lang. So.
Was macht es? Die Tür macht so einen Bogen. Okay? Das heißt, da kannst du unten die Post reingeben. Das macht so viel aus. Ja, das kann bis zu 1 Zentimeter ausmachen. Bei GFK? Ja, ja. Habe ich gar nicht gewusst. Ja, bei Carbon ist es nicht so, Carbon, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Aber bei GFK hast du das so. So. Und deshalb haben wir hier eben auch eine Rolle. Warum haben wir eine Rolle? Ja. Wie bei einer Brücke, oder? Das heißt, die rollt Ja, da geht es durch die Belastung mehr. Aber wir haben da eine Rolle dran und wir haben hier eine Schräge. Ja? Und dann läuft es, dann greift er, obwohl er, sagen wir, 1 Zentimeter raussteht, greift er noch und zieht dann die Tür ran. Und das eben mit vertretbarer Handkraft. Ja? Wenn du hier mit 2 Händen würgen musst, damit die Tür zugeht, das ist kein Zustand. Ja? Darf ich mal das Loch zeigen, wo die reingeht? Das wir da mal sehen. Das ist, also alles, was du hier siehst, diese alle Teile sind alle 20 Jahre alt. Das ist alles Eingang. 20 Jahre alt, ja. Und ich habe ein ähnliches Auto auf 4x4. Das ist jetzt 22 Jahre alt und das tut es locker nochmal 20 Jahre. Ich mag, dass du hier, weil wir haben ja viele Zuschauer, die kommen aus der Weißware und dann haben die auch so eine Thule-Eintrittsstufe. Die können die sagen, ich habe dieselbe. Ja, nicht ganz. Wenn du mal guckst, bei der Original sind hier so Aluteilchen und wir haben das hier ersetzt durch mit anderen Lagerungen und in Edelstahl. Ja. Also doch aber nicht tun. das ist jetzt, sagen wir, 20 Jahre her, okay? Und heute haben wir eben... Oh, bitte einmal, Ja. das wir mal sehen. Ich komme direkt, Sandra. Weil das ist eine Meisterleistung. Ich habe die so gefeiert beim letzten Video. Ja, denn wir haben obendrauf eine Absturzsicherung. Genau, Das heißt, also ich mache einmal zu. Also, okay? Ja, so. Alles zu, alles weg, keine Stufe hängt unten raus. So, mache ich die Tür auf. Freigabe muss man machen. Ne? Licht ist an. Wart. So, drückst du aufs Knöpfchen, kommt die Treppe raus. Achso, ja, und du kannst natürlich oben auch da drauf stehen, wenn die Treppe drin ist. Ja, also da fällt keiner runter, da kann auch jemand noch an der Küche was tun. und ich so. kann die Tür noch schließen danach. Genau, das ist das Geilste daran, dass du jetzt nicht immer die Tür auf und zu fahren, die Treppe hoch und runter fahren musst, wenn du die Tür zumachen willst, ja, sondern du kannst sie eben jetzt zumachen. Und es ist abgedichtet, der Bereich unten drin ist geheizt. Genial. Ja, so. Und dann kannst du natürlich auch jetzt hier, so wie der Thomas das gezeigt hat, fährst du das Rollo runter. Und es fährt halt hier einmal komplett runter und macht den Eingang zu. Unikat. So, und das habt ihr ein bisschen beschwert, damit es auch gut rauf und runter fährt. Genau, weil es ein langes Rollo ist und damit sauber runterläuft, haben wir es beschwert. Und mal kurz gelasert. So, sieht Ja. auch schön aus. Ja, ja. So, bitte mal hochfahren. Weil das Problem ist, man sieht es nicht und ich denke, der Nächste rennt Ja, dagegen. ja. Ist das hundesicher, das Gitter? Nee. Nee. Also nicht für meine Hunde zum Beispiel, die wiegen 45 Kilo. Die gehen da durch. Also die würden seitlich aus der Führung einfach rausreißen. Okay. Also hundesicher ist es nicht. Nee. Okay, war nur eine Frage. Weil Aber das ist eine schöne Treppe, wenn du einen Hund hast, weil da können die selber rein und raus. schön breit, auch mit Hüftproblemen. Ja, auch das aber ja. Also ich mag allein schon hier, guck mal, wie schön ihr das ausgeführt habt hier mit dem Stahlmantel. Übergang. Ja, das Ja. ist schön gemacht. Ja. Und dann auch diese Edelstahl-Klavierband, das ist schon... Ja, das ist ja auch jetzt kein normales gekauftes Klavierband. Wenn du mal guckst, die Schrauben sind immer versetzt. Okay? Die sind also beim normalen Klavierband hast du die immer alle auf einer Linie. Okay? Ach, damit es nicht reißt. Nee, der Grund ist, also das Scharnierband ist ja schon außen, klar, muss es sein. Und wenn du jetzt mal Namibia ein paar hundert Kilometer so eine Piste lang gedonnert bist, dann setzt sich hier außen, außerhalb vom Dichtungsbereich, schon Staub rein. So, dann ist es vielleicht mal ein bisschen schwergängig. Und wenn das schwergängig ist und du hast die Schrauben alle auf einer Linie, dann hebt sich das Band ab, ja, und dann wird es rund. Und dann stimmt der Dichtspalt nicht mehr, dann liegt die Dichtung auf der einen Seite nicht mehr an und drüben ist sie zu arg gepresst. Und das kann man vermeiden, indem man da ein Spezialscharnier machen lässt und überhaupt erstmal daran denkt, was alles passieren kann. Das ist nicht dein Ernst. Du hast daran gedacht, ja. dass in Namibia, gut jetzt nicht in Namibia, aber ich sag mal mittendrin,
Okay, Aber bin... das ist halt, wir kommen halt aus dem Maschinenbau, weißt du, aus dem Fahrzeugbau und ja, Ihr könnt es nicht anders. nee, wir können es nicht anders. Nee. Sehr schön. Ja, komm mal mit. So, ja, viele beschweren sich ja jetzt, dass sie sagen, ey, geh doch endlich mal rein. Aber es gibt so viel außen zu sehen, denn hier vorne ist was eingelassen. Was ist denn hier drin? Das hier, Ja. das ist ein Außentisch. Ja. Ach, der ist da drin. Ja. Nee, das ist der Außentisch. Das ist der Außentisch. Ich kann den hier Den kannst du entriegeln. entriegeln, dann nehme ich den hier raus. Ja. Und dann hänge ich den hier ein. Kannst du mir das einmal bitte zeigen, weil das ist so, ich weiß... Da muss ich jetzt mal gerade mal gucken, da brauchst du zwei so... Oder vielleicht kann der Kollege das mal vorbereiten, dann gehen wir schon mal rein. Ja. Dann haben wir das. Ich weiß nicht, ob wir hier auf der Messe die dabei haben. Die Stahlseile dabei Also nochmal, den kann ich rausheben, wenn du ihn einfach nur mal raushebst. Geht das? ist die Tischplatte, okay. Da nur mal schauen, weil sowas habe ich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben und ich habe viel gesehen. Die Tischplatte in der Tür, So, da ist sie drin. das nimmst du jetzt hier raus. Okay, und dann Dann hast du hier eine Edelstahloberfläche. eine Edelstahloberfläche, damit er auch... Und dann hängst du das hier ein. Warte, mit. Da unten, gell? Ja, Hier ja, in genau. den... Ja, da hängst du das dann ein. Und stützt es dann ab. Okay, Genau, ja. verstanden. Ja. Jetzt ist gut, jetzt brauchen wir es nicht mehr machen. Also das ist ja mal eine pragmatische Lösung in der Tür, weil da ist es am nächsten. Und die Tür, der ist das egal, so wie die gebaut ist, oder? Der Tür macht das nichts aus. So. Sorry, wenn ich dich eben mit einem Schausteller entsprechend verglichen habe, aber die arbeiten ja auch mit x-facher Redundanz, teilweise bei den Motoren und werden dauernd vom TÜV überprüft. Ja. Sag mal, der TÜV-Prüfer, der hier prüft, hat der Spaß? Kennt ihr den schon länger oder waren es mehrere? Wir haben im TÜV irgendwie überhaupt keine Probleme. Wir sprechen das vorher, wenn wir was Besonderes machen, sprechen wir es vorher mit dem TÜV ab, was sie haben wollen, was sie davon meinen. Und zum Teil ist es auch so, dass wir an Prüfinstitute gehen und es abnehmen lassen, wenn der TÜV sagt, das übersteigt jetzt einmal unsere Möglichkeiten der Prüfung. Ja. Aber mit dem muss man einfach sauber zusammenarbeiten. Also vorher abstimmen, die Pläne schicken, sagen hier, da braucht ihr auch Leute, die das wollen. Also es ist ja jetzt was anderes, wenn du auf der TÜV-Prüfstelle in 5 Minuten dein Auto TÜVst oder wenn du hier eine Einzelabnahme machst mit allem drum und dran. Ja, Einzelabnahme dauert ein paar Stunden, machst du auf Termin. Und ja, aber die kennen uns. Wir haben ja, sagen wir, unseren TÜV in der Nähe, die einfach wissen, mit was wir da ankommen. Und wobei beim Aufbau innen interessiert eigentlich gar nicht. Gasanlagen haben wir ja eigentlich kaum noch. Das ist euer Ding. Das ist quasi in. Ja, genau. Ja, was im Aufbau ist, interessiert den TÜV eigentlich nicht. Nur für die Zulassung brauchst als Wohnmobil brauchst du natürlich ein Bett, einen Tisch und so weiter. Aber das ist relativ offensichtlich, Da darf die Kriterien erfüllt. Da darf ich hier mal reinschauen in so eine Klappe. Ja, ich weiß nicht. So, nur mal gucken, da ist zum Beispiel eine Taucherbrille drin, da sieht man schon, ein bisschen Sand ist noch drin vom Meer. Nee, ich finde das toll. Der hat richtig Patina. Ja. Und also ansonsten hast du halt hier ein paar Schuhe drin oder so. Okay, dann habt ihr ganz normale diskrete Lichtschalter und rauf, runter. Nehmen wir an, das eine ist für die Markise, könnte sein? Richtig, ja. Treppe, Markise und Zentrallicht. Also wir haben die Möglichkeit, eben alle Lichter auf einmal auszuschalten. Genial, schon damals. Ja, das ist aber das ist ja jetzt nichts super Innovatives. Oder also es ist einfach nützlich. So, dann, was ist, ach, das ist der Geschirrspüler. Das ist ein Geschirrspüler, jawohl. Ja. So, der war damals Haushaltsqualität oben drin. Was ist oben drüber? Ist Oben drüber ist ein Schrank. nee, über dem, sind das 2 Geschirrspüler, oben, unten? Oder? Nee, das ist einer. Das ist Ach, der hängt so hoch. Ja, Okay. der hängt hier quer drin. Ja. So, komm, dann gehen wir mal rein. Dass wir mal schauen. Ich habe übrigens die gleichen Sauberläufer. Okay. Die habe ich auch bei mir im Wohnmobil drin. Sehr, sehr praktisch. Jetzt Ja. für die Messe nehme ich an. Ja, klar. Ja. Ja, wir bekommen hier schon mal Steinchen rein und so weiter. Und deshalb, Was ist hier vom Boden drin? Ist das echtes Holz? Teakboden, ja, das ist ein Teakboden. Schiffsbau. Ein Schiffsboden im Prinzip, ja. Also das ist eine Sperrholzbasis und es ist aber schon 8 mm Teak. Also den kannst du 20 Mal schleifen und hast immer noch Teakboden. Darf ich mal fragen, ist der Möbelbau 20 Jahre alt hier drin? Ja. Boah, das war aber zielsicher. Das, Sandra, ist das Leder, ist das mal aufgearbeitet worden? Das kann ich jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht. Das kann schon sein, dass das mal... aber Aber ihr habt reines Weiß verwendet. Ihr habt
Dieses, also sehr, sehr stark euch auch teilweise an den Schiffsbau gehalten, aber sehr klare Farben. Das Ding ist nicht alt, weil wenn du ja siehst, heute Wohnmobile von Knaus aus den 2000ern, da ist das Polster, sieht so aus, als hätte sich einer drauf übergeben. Ja, das ist so, nee, von der Farbkombination und hier alles sehr straight. Ja gut, also zum einen muss man sagen, dass wir uns an den Kundenwünschen orientieren. Wenn das jetzt hier alles in grün oder gelb hätte sein sollen, dann wäre es jetzt grün oder gelb. Ja? Aber die Kundin hat halt auch Geschmack und die hat gesagt, wir machen alles weiß und spielen dann im Polsterbereich mit den Farben, weil das natürlich auch mal austauschbar wäre. Ja? Und mit Kissen und Accessoires bringst du dann halt die Pointen rein. Aber dieses Prinzip, wenig Farben zu verwenden, lässt es halt zum einen größer und ruhiger erscheinen. Ja? Ruhig und gemütlich. Auch wenn da vielleicht nicht jeder agreed oder einverstanden ist, dass man sagt, ja, weiß und das ist jetzt gemütlich. Aber wie gesagt, du spielst mit Akzenten und jetzt hast du einen Holzboden, den man jetzt hier nicht so gut sieht, und Holzoberflächen und so. Aber es ist mega zeitlos. Also du hast hier keine... Das ist zeitlos, ja. Und es ist hell und wenn hier mal ein Moskito reinkommt, dann kannst du den auch sehen. Und stimmt, ja. Es gibt nichts Schlimmeres wie so Camouflage-Innenwände. Ja, und ein Moskito kann dir die Nacht ruinieren. Ja? Korrekt. Sag mal, die Fenster, was habt ihr damals verwendet? Die bauen wir im Prinzip heute noch ganz ähnlich. Das ist jetzt also auch die Fenster, GFK-Rahmen, keine Kältebrücken, keine Wärmespannungen und so weiter. Zweimal Verbundglas mit Luftzwischenraum für die Isolierung. Und die sind in dem Fall jetzt elektrisch. Nee. Ja. 2004. Ja. Mach mal. Ich bin ja... Und das geht bis heute. Ja, warum nicht? Ja, ist ja gut. Ich bin ja nur... Nee, weil die Leute immer sagen, alles... Boah, wer kam denn auf die? Habt ihr die selber gebaut damals? Ja. Also wir bauen unsere Fenster eigentlich schon immer selber, weil der Markt da einfach nichts Vernünftiges hergibt. Wir nehmen ja viel aus dem Bootsbereich. Aber beim Boot hast du halt keine Isolierfenster oder du hast Alurahmenfenster, die natürlich die Kältebrücke per se sind. Und bei einem Eisbrecher wird halt geheizt oder beim kommerziellen Schiff. Ist denn bei egal. Privatjachten hast du eigentlich nur Festfenster oder Festverglasung. Also da gibt es einfach auch aus dem Bootsbereich, der ansonsten eigentlich sehr gut ist als Lieferant, da nichts. So, ich zeig mal, Sandra, komm mal her. Du musst herkommen. Ja, die Schaltzentrale. Die Schaltzentrale, alles diskret, das habe ich schon gelernt. Das bauen die heute noch so. Also der Bussystem, habe ich erfahren in den neuen, das muss weltreisetauglich sein und muss funktionieren. Ja. Ist das der Grund? Ja. Also wir verweigern uns ja nicht neuen Entwicklungen, aber wir waren nicht die Ersten, die Lithiumbatterien verwendet haben, sondern wir haben es erstmal uns angeschaut, wie sich die Technik entwickelt. Dann haben wir ein eigenes Fahrzeug damit ausgerüstet. Und jetzt hat es einfach ein Level erreicht, wo man sagen kann, ja, das ist expeditionstauglich. Beim Bussystem ist es das Gleiche. Bei den neuen Fahrzeugen verlegen wir jetzt einfach Kabel, damit wir ein Bussystem gegebenenfalls nachrüsten können. Da sind wir also erzkonservativ, wirklich. Ist aber auch im Flugzeugbau so. Du hast ja die ganzen Sicherungen im Flugzeug, auch bei modernen Flugzeugen, immer noch einzeln abgesichert. Ja, du kannst da reindrücken. Das sind Sicherungsautomaten hier links? Ja, das links sind alle Sicherungsautomaten. Da ist eben jede Wasserpumpe einzeln abgesichert. Es gibt mehrere Lichtkreisabsicherungen, Heizung, Generatorgeschichten und so weiter. Ja. Boah, ist das groß. Das ist so schön. Das Nivelliersystem hat hier natürlich Anzeigen und wir sind tatsächlich zu 100% nivelliert. Das mache ich manuell? Das mache ich manuell, ja. Das kannst du auch mit dem Gyro machen, aber da steckt halt auch wieder Elektronik dahinter und dann hampelt der hin und her und deshalb sagen wir hier einfach drauf gucken. Ja. Drauf gucken machen. Abgesehen davon ist es halt auch so, die meisten Kunden sind so in meiner Altersklasse. Und irgendwie. Darf ich auch fragen, wie alt du bist? Wie alt bin ich jetzt? Ich glaube 64,
58er Baujahr? Ich bin 68er, da komme ich bin 55, dann hast du bald Geburtstag. Dann bin ich 65, ja. 65. Im November. Ja. November, das heißt, du wirst jetzt 65. Ja. Ja, ist ja noch jung. Ja, genau. Du kannst ja noch 50 Jahre. Ja, das schaffe ich nicht, aber... Es ist so, dass das neue 65, ist das so das neue 45? So, ich weiß nicht, habe ich keine Erfahrung mit. fühlst du dich alt irgendwie? Nö, aber ich habe Pläne für die Zukunft. Ja. Ich arbeite noch ein bisschen, überlasse es dann mehr und mehr unseren Jungs, die es auch alles super machen. Und dann gehe ich auf Reise. Ja. Sehr schön. Ja. Hier vorne sieht man auch schön die Verschränkung, so ein bisschen. Hier ist ja ein Faltenbalg. Ja. Der Aufbau ist jetzt eben nivelliert und das Fahrgestell steht noch so schräg, wie es halt der Boden hergibt. Ja. Toll. Aber das Fahrerhaus ist auch jetzt hier komplett mit Leder ausgestattet. Warte, Alcantara. Ich gehe mal kurz rein, dass wir das mal gerade sehen. Der Durchstieg ist auch schön groß, soweit es halt geht. Und, genau, der Stichpunkt ist so groß, wie es geht. Weil du siehst ja, also dieses bisschen Verwindung hier, ja, das haben wir nur durch den schrägen Boden. Wenn du im Gelände fährst, dann hast du hier bis zu 30 cm Auslenkung. Da kommst du gar nicht mehr durch. Da kommst du nicht mehr durch. Und deshalb kann auch der Faltenbalg nur diese Größe haben, weil der sonst irgendwann reißt. Okay. So, dann hast du Schränke hier vorne. Ja, das ist Schränke und Schubladen. Und die sind auch alle zentral verriegelt. Zentral verriegelt? Ja. Ich habe gedacht, ihr wollt so wenig wie nötig, aber Zentralverriegelung muss sein, oder? Das ist richtig. Wobei, da muss man sagen, der Kunde, der das Auto hat bauen lassen damals, der hatte vorher ein kleineres Auto von einem anderen Hersteller und kam dann zu uns und hat gesagt, so wenig Technik wie möglich, ganz einfach. Und gefahren ist er mit dem Auto hier. Weil er ich sag mal, Hebeeinrichtung, Nivellieranlage, elektrische Fenster, Zentralverriegelung. Ja. Darf ich dir mal sehen, wie die funktioniert? Hast du, ist die versteckt hier drunter? Ja, die ist natürlich irgendwie unsichtbar. Du hast jetzt hier die Schließhaken. Ja. Und da in dem Spalt hast du ein kleines pneumatisches Schloss, was wir auch selber gebaut haben. Pneumatisch? Ja, das läuft alles pneumatisch. Pneumatisch, aus der Steuerungstechnik? Also mit Druckluft. Druckluft hast du im Truck. Und pneumatisch, also keine 400 Stellmotoren, die kaputt gehen können, jeder einzeln. Nee. Luftkreislauf, wenn der da ist, funktioniert. Genau, ja. Also und wenn es nicht funktioniert, ja, dann kannst du den Griff abnehmen, dann kannst du die Frontblende abnehmen und dann kannst du die Teile, die hier hinter der Blende verschraubt sind, kannst du lösen. Und dann geht die Schublade doch wieder auf. Also Notentriegelung hast du immer noch. Ja. Gut. Sehr schön. Und genau. Und es gibt, ja. Sag mal, gab es hier jemals einen Einbruchsversuch in dem Fahrzeug? Keiner, der mir bekannt ist. Sicherlich hat da mal jemand am Schloss gerüttelt und hat es dann aufgegeben. Aber so, dass wir irgendwas hätten reparieren müssen wegen einem Einbruchsversuch, gar also nicht. Keine Spuren irgendwie gewesen. Nee. Super. Ja. Sag mal, wie mache ich das jetzt zu? Ach, Schiebe. Tür. Okay, jetzt sehe ich. Schiebetür. So, und die kann ich natürlich auch abschließen, oder? Die kannst du nicht abschließen, aber du kannst sie nicht von der anderen Seite aufmachen. Und von der Seite willst du es ja immer aufmachen. Ja, stimmt. Ja. Und auf der Fahrerhausseite hast du nochmal so ein Schallisolierkissen, weil durch diesen Zwischenraum, durch das dünne, flexible Material natürlich schon Geräusche reinkommen. Und deshalb macht man das eigentlich auch von der anderen Seite. Das ist das beste Wohnmobil, was ich je gesehen habe. Und das ist 20 Jahre alt. Das ist also von unseren 2000 gefilmten Wohnmobilen, ist das die Nummer 1. Und das sage ich dir hier in die Kamera. Okay, super. Danke dir. Ich habe noch nie sowas gesehen, was so durchdacht, perfekt. Fängt schon an mit dem Thermostat, wie das hier sitzt. Das ist alles. Dann diese Blende hier unten, die habt ihr konstruiert. Die gibt es ja so nicht zu kaufen bei Obi. Nein, das ist einfach so. Also, sagen wir so, wenn du suchst nach Teilen, die da passen, okay? Und dann kommst du aber relativ schnell zu dem Punkt, sagst, soll ich jetzt noch 2 Tage weitersuchen oder konstruiere ich es jetzt einfach und lass es machen? Und die 2 Tage waren natürlich grob übertrieben. Wir haben mittlerweile so einen guten Blick, wo wir was finden könnten und wo wir gleich von vornherein sagen, nee. Also es gibt ja unter dem Begriff Feuerlöscher Lederabdeckungen, gibt es ja eine Webseite, die herstellt, richtig? Okay. Nee, gibt's nicht. Aber, gibt's nicht? Nee. Aber ihr habt dann gesagt, komm, wir machen mal eine, dann sieht das nicht ganz so schlimm aus. Das war ein Kundenwunsch, dass die eben auch
dass der Feuerlöscher eben nicht so sichtbar sein sollte. So, ein bisschen Bling Bling darf der Kunde. Aber was ist hier hinter dem Schrank? Da ist auch einfach nochmal ein Kleiderschrank. Okay. Ja, und dann der Rest dahinter ist eben auch nochmal Technik und auch der Hubmotor muss ja, das ist ein richtig fetter Hubmotor, der da hinten in der Ecke sitzt. Ja, in jeder Ecke sitzt natürlich einer, aber halt auch nicht sichtbar, sondern versteckt. Breite ist hier 2,40 innen? Hier innen haben wir, lass überlegen, unten 2,36 Meter. 2,36 ungefähr. Ja. Okay, super. Ja, komm, wir gehen mal einen Schritt vor. Das Ganze hier habt ihr, ist es Edelstahl hier unten, die Aussparung? Ja, klar. Klar, nee, hätte ja. Also, ja. Geht ja nicht anders. So, dann hier vorne ist ein Kühlschrank. Ja, also wir haben hier Redundanz, 2 Kühlschränke. Okay. Habt ihr selber gebaut, die Kühlschränke? Nee, das sind jetzt gar genau Kühlschränke. Da muss man wirklich sagen, dass sich die Haushaltskühlschränke im Expeditionsbereich Gut schlagen. haben. Ja. Ja. Ist der Kompressor abgesetzt eigentlich bei denen? Oder? Nein, der ist da mit drin. Also die Luft geht nach innen, oder? Ja, weil sonst holst du dir haufenweise Staub ins Auto. Ja. Und deshalb lüften wir nach innen und lüften dann einmal zentral nach außen, um die Wärme abzuführen, beziehungsweise über die Klimaanlage. So, die Apotheker, alles sehr schick. Wie weit die rausgehen, ist cool. So, jetzt müssen wir unbedingt mal eins machen. Man sieht es durch die Raumerweiterung oben, da ist ein Spiegel drin. Ja. Schon, weil wir waren noch nicht hier drin. Du hast es schon gesehen. Wollen wir erstmal hier unten noch mal kurz mal reinschauen. Das das ist so satiniertes Glas. Ist Sicherheitsglas oder habt ihr Spezialglas verwendet? Nee, das ist ESG, weil das braucht ja auch seine Bohrungen und für den Griff. Also das ist dann... Also er riecht total lecker. Also er riecht weder nach Raucher noch nach Tieren, nach gar nichts. Er riecht wunderbar. Also überhaupt nicht 20 Jahre. Also du hast ja oft so diesen Wohnmobil-Duft, der ist hier nicht da. Es ist clean. Ja, okay, sagst du jetzt und du weil du ich musst gehe es sagen, ja, weil... Ich gehe mit der Nase rein, Ja, weil dann ja, denke ich mir, so ein 20 Jahre alt bedeutet auch, dass das Thema Feuchtigkeit hat hier keine Chance gehabt innen, oder? Nee, wobei das liegt natürlich auch am Kunden. Also der Kunde muss das Auto schon pflegen. Ja? Und Lüftung ist ein total wichtiges Thema. Ja, aber dafür gibt es halt auch Lüftungsanlagen, beziehungsweise es gibt auch Fenster. Ja? Und dann kann man das auch alles im Griff haben. So, das ist eine Festhangtoilette. Ich nehme an, der Tank liegt unter der Toilette direkt, mit einer Kugel. Genau, ja, da ist so eine Kugelventil, ja, und das plumpst quasi in den Tank. Besser geht's nicht. Also das ist Genau. unkaputtbar. Der Ehering kann in den Tank und nicht in den Zager. Ja, richtig. Ja, auch wieder auffindbar. Also der Punkt ist einfach, das funktioniert einfach. Weißt du, wenn du Vakuum hast und dann schmeißt du was zu Großes rein, dann kannst du das nachher irgendwie es wickelt sich um die. Ja. So, die Deo Mini, das ist krass, dass es die 2004 schon gab, denn Nee, Entschuldigung, die wurde nachgerüstet. war klar. Ja, nee, der ursprüngliche Besitzer, der das Auto hat bauen lassen, die haben gesagt, wir finden immer eine Möglichkeit, unsere Wäsche waschen zu lassen. Und es war auch so. Ja. Und wenn sie dann mal, du hast ja auch, wir haben ja in vielen Fahrzeugen einen großen Waschtrockner drin. Da drüben auch, gerade in den Family-Fahrzeugen. Da macht es auch Sinn, weil da musst du dauernd waschen. Ja? Aber wenn du zu zweit bist und hast so viel Stauräume, dann kannst du auch Klamotten sammeln, bis du mal wieder irgendwo hinkommst. Da ist ein Waschsalon, die gibt es ja überall auf der Welt. Ja, oder gibst es im Hotel ab oder sonst irgendwas. Kostet halt Geld, ja, aber Wäschereien gibt es auf der ganzen Welt. So, und die ist natürlich optimal gelöst. An der Stelle hoch, dann muss die auch sehr stabil montiert werden, das gehe ich mal von aus. Wie sind denn die Innenwände? Aus welchem Material sind die? GFK. GFK. Ja, weil die sind ja die Innenwände, die du hier siehst, das ist ja quasi das Sandwich-Panel, was von außen nach innen durchgeht. Ich meine hier die Innen-Zwischenwände. Ja, das ist auch alles GFK. Gleiche Material wie am Aufbau. Außen. Unkaputtbar. Dünnere Wandstärken. Klar, brauchst du hier innen keine Isolierung. Aber du siehst, selbst hier verwenden wir diese gleiche Dichtung, die wir außen verwenden. Und die haben wir auch konstruiert. Und die gibt es auch in Weiß? Die haben wir in Weiß und in Schwarz anfertigen lassen. In Braun haben wir es sogar, glaube ich, auch noch machen lassen. Wir haben ein Schweißgerät, um diese Ecken zusammenzuschweißen, weil Dichtung ist einfach ein Riesenthema.
Und wenn es halt nichts Vernünftiges zu kaufen gibt, dann muss man es halt selber machen. Oder machen lassen. Sag mal, ist das hier außen, das hier ist lackiert, gell? Alles Das ist lackiert, ja. lackiert, dann hast Also du gerollt. Weil gerollt. hier innen mit der Sprühpistole rumzuarbeiten, das macht heute keiner mehr. Ist auch keine gute Idee. So, da sind die Heizkörper unten dran. Ihr habt eine Warmwasserheizung wie zu Hause. Genau, Das ist so. Warmwasserzentralheizung. So, da gibt es wahrscheinlich auch eine Verdampfung. Es gibt auch Ventile, die das auslassen oben, wie bei einer normalen Heizung. Hast du so ein kleines Ventil am höchsten Punkt, wo du die entlüften kannst. Richtig. Also ganz normal. Ja, also du hast eine Entlüftungsmöglichkeit, du hast einen Druckausgleichstank und wir haben eben auch aus Redundanzgründen wiederum 2 Heizungen. Ja, und zwar zweimal 9 kW. Weil man muss sich ja, also du brauchst hier nicht 18 kW, aber du kannst ja auch den Motor mit vorwärmen. Und wenn Ist das ein Wärmetauscher für die? Ja, da ist ein Wärmetauscher drin, ja. Und man muss natürlich auch sehen, dass wenn du mit so einem Auto auf große Höhen gehst, wo es natürlich auch kühler ist, ja, dann geht die Leistung der Heizung von 9 kW auf 6 kW runter, weil du halt weniger Luftsauerstoff hast und weniger Kraftstoff. Also musst du die Heizung eigentlich auch deutlich überdimensionieren, damit sie in der Extremsituation dann auch noch... Lieber zu viel als zu wenig, sage ich immer. Denn dann hast du Unmengen an Schubladen hier vorne. Was ist das, ein Brotback? Das ist ein Brotbackautomat, ja. Brotbacker? Ja, Brotbackautomat, ja. Entschuldigung. Ja. So, dann unten ist ein Gefrierfach oder war das der redundante? Nee, die haben 2 Kühlschränke. 2 Kühlschränke, ja, mit Gefrierfächern, ja. Ich bin mal gerade ans Licht gekommen. Da unten Einfach Staufach, einfach jeden Platz nutzen, den man hat. Und gerade hier im Innenbereich, so eine Stufe ist ja super zugänglich. Bitte, lass mich das mal filmen. Da sind so, guck mal hier, diese Nasen gehen hier in diese Kugeln rein. Das ist Möbelbau vom Feinsten. Das Ganze ist ja rund. Das heißt, das habt ihr damals noch nicht auf der CAD, oder? Doch schon. Doch, ja, das ist alles 2004. Ja, aber das waren noch 2D-Zeiten. Also heute ist ja alles 3D. Also, genau, ausleiten aber und so. 2D hat auch gut funktioniert. So, komm, wir gehen mal. Nee. Och, bitte. Das habe ich schon gesehen im anderen Auto. Habt eine eigene Crew. Kunde kann ein Geschirr mitbringen. Ja, kann er. Aber sagen wir so, wir konstruieren ja alles wirklich bis zu Ende und dann geht es in die Produktion. Das heißt, wenn jetzt jemand eigenes Geschirr mitbringt, ja, dann sitzt natürlich erstmal jemand tagelang. Du musst ja jeden einzelnen Teller vermessen, weil bei Porzellan jede Tasse einen anderen Durchmesser hat. Also es geht um Millimeter, aber wenn wir es einpassen wollen, damit es nicht klappert und nicht kaputt geht, dann musst du es auch auf einen Millimeter bauen. Ja. Deshalb, wir bieten eben, sagen wir, Standard Porzellangeschirr an, wo wir die Konstruktion fertig haben. Ihr seid schon auf einem anderen Level. Ich merke das schon. Also ich filme ja auch viel bei Vario Mobil zum Beispiel, die Heiko macht das auch schon ganz gut, aber ihr baut ja jedes Reisemobil komplett individuell. Das heißt, also ihr könnt zwar auf Grundrisse zurückgreifen, wenn einer sagt, hätte ich gern genau den gleichen nochmal, dann ist es euch am liebsten fast, oder? Ja, sagen wir so, wir machen total individuelle Fahrzeuge. Okay? Das hier ist auf jeden Fall eines. Dann machen wir standardisierte Fahrzeuge, aber das Standardisierte soll man nicht im negativen Sinne sehen, sondern ich würde es eher bewährte Grundrisse nehmen. Ja? Und dann machen wir noch das Zwischending, wo wir einen bewährten Grundriss an Kundenwünsche anpassen. Jetzt zum Beispiel, wenn Bett ist 2 Meter lang, ja, Aufbau ist 6 Meter lang, Bett ist 2 Meter lang. Okay, jetzt ist der Kunde 1,95 Meter, er sagt, ich will aber ein 2,10 Meter Bett. Dann sagen wir einfach, machen wir den Aufbau 6,10 Meter lang und das Bett 2,10 Meter lang. Ja, Nein! Modular. Was ist das denn? Das ist ein Bett. Das ist ein Bett. Sandra, mach mir mal einen Gefallen, geh mal bitte hoch. Ich brauche einen Größenvergleich, dass die Leute mal sehen, ich bin 1,85 Meter plus Schuhe, knapp 1,90 Meter, denke ich. Ja, knapp 1,90 Meter. Du bist auch kein Kleiner. Ich zeig mal gerade, wenn du mal gerade die Arme bitte mal hochhebst, sei mal so nett. Du kannst gerade so die Decke erreichen. Ja. Wir haben eine tolle Akustik hier drin. Ihr habt eine Akustikdecke eingebaut, ja, nehme ich an, oder? Richtig, jawohl, ja. Dann Sandra ist hier drin. Hast du ein bisschen Licht für mich? Das, nicht wirklich, sorry. Ist nicht schlimm. Was ist oben drüber? Kann man da öffnen? Ja, das ist eine Luke, die ist so groß wie das Bett selbst, also 1,80 mal 2 Meter. Und die kannst du anheben und wegfahren. Und dann liegst du quasi unter den Sternen. Und kann man das zeigen? Da ist jetzt ein Moskitonetz drin, warte mal.
gerade mal gucken. Die Dachluke. Ah ne, das ist die hier. Das ist ein Cabrio-Dach quasi. Ja. So, jetzt hebt sich das Dach erstmal an. Das sieht man nicht, das sieht man nur von außen nämlich. Ja, das siehst du hier nicht richtig, weil das Moskitonetz doch relativ dicht ist. Aber jetzt siehst du hinten, wie der Licht reinkommt. Jetzt fährt das Dach dann langsam, jetzt fährt das Dach nach hinten weg. Ach, da ist ein Moskitonetz eingebaut. Das heißt, Ne, hier, das, was du siehst. Ja? Aber das kannst du... So, jetzt ist es hochgefahren. Und wenn es ganz hochgefahren ist, dann schiebt es sich nach hinten weg. merkst du die Lüftung, den Lüftungseffekt direkt? Ja, klar. Du hast einen Kamineffekt. Ja, hast du hier, ja. So, und dann kannst du eben das komplett auffahren. Du kannst auch mit dem Reißverschluss das Moskitonetz rausmachen. Und auch dieses Gitter kann man rausmachen. Das haben wir eigentlich nur reingemacht, weil das Moskitonetz auf die Höhe einfach durchhängt. Und du kannst es halt einfach komplett aufmachen. Und wenn du Lust hast, dann legst du dich ins Bett und fährst das Dach runter. Verstehst du? Und wenn du das Dach dann runterfährst mit offener Luke, dann liegst du quasi im Freien. Das passt in die Aussparung, das Bett rein, natürlich. Ja. Das habt ihr so konstruiert. Ja, du musst halt in dem Bereich liegen, den du da oben siehst. Aber das ist eben 1,80 Meter mal 2 Meter, so groß wie die Matratze. Du liegst im freien Sternenhimmel, zum Beispiel auf 3000 Meter Höhe, guckst dir ohne Licht, ohne Streulicht die Milchstraße an. Genau. Es gibt ja nichts Geileres, oder? Ha. Also wenn das Auto mit dem Video nicht verkauft wird, dann weiß ich auch nicht. Also ich befürchte, es wird weltweit gehen. Sag mal, ist der alt genug jetzt für Amerika, dass du den exportieren kannst? Noch nicht ganz. Ja. Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz, schade, oder? Das ist Ja, aber man kann es auch auf ein anderes Fahrgestell setzen. ein älteres. und Ja, dann ein älteres geht's. Fahrgestell. Ich meine, das Original-Fahrgestell haben wir ja auch weiterverkauft. Das läuft ja auch noch. Da aber darf ich mal sehen, das ist ein Fernseher. Da habt ihr was konstruiert. Ich nehme an, das habt ihr konstruiert. Das gab es dann auch nicht beim Mediamarkt, diese Halterung. Nee, wir haben gefragt beim Mediamarkt, aber irgendwie hatten sie es einfach Hatten sie nicht da. Wie funktioniert das? Ist das Ja, du stellst Gasdruckfeder? den auf, ja, um das Gewicht abzufangen, sind halt Gasdruckfedern mit drin. Du stellst es auf und dann kannst du das so schwenken, dass du halt vom Bett aus Fernsehen gucken kannst oder von hier. Darf ich das mal sehen? Oder? Ja. Warte mal, ich komm mal, wir tauschen mal. Weil das ist so gut gemacht. Hast du sowas schon mal gesehen? In liegenden. So, also der muss raus, jawohl. Ja. Und jetzt heb ihn eigentlich nur an Und dann kannst du ihn drehen. und schwenk ihn. Nein. So, und dann ist der ganze Fuß eben schwenkbar. Ja. Ach so, du kannst von beiden Seiten jetzt gucken. Ja, von der ja. Sitzgruppe Nicht und den. gleichzeitig, aber Nicht gleichzeitig, aber. alternativ, ja. Boah. Eigentlich schon, durch den Spiegel. Wenn du hier Das liegst, kannst du durch den natürlich Spiegel. machen, ja klar. Kannst du den Spiegel, kannst du mal an der Wenn Soundbar. da sitzt, der schon im Bett liegt. Ja. Genau, wenn du mal so nett bist, fahr ihn noch mal runter. Denn wir möchten ja zu guter Letzt das Ganze einmal zeigen, Ups, warte. wie es runtergefahren wird. Ja. So, jetzt muss man ein bisschen drehen. Hier machen. Aber das ist mit den Gasdruckfedern exakt nivelliert, sodass eine Person, ich habe es ja gesehen, hier ist jetzt Apple TV drin und dann kannst du alles nochmal sichern. Cool, Ja. ich bin beeindruckt. Und das Bett, ist es klein genug? Das ist klein genug und bequem genug. Boah, das ist ja mal eine tolle Idee. Das heißt, der Kunde kam schon mit der Idee ungefähr damals? Nee, das ist nicht das erste Hubdach, was wir gebaut haben. Ich habe ja sowas Ähnliches, ein bisschen kleiner, auch mit dem Bett oben. Und wir hatten auch davor schon mal eins gebaut. Also das ist jetzt mit Hubdach ist es, glaube ich, Nummer 3 oder Nummer 4. Ja, und das sind Stellmotoren, sagst du, gell? Und die sind synchron. Gibt es da Probleme in der Praxis mal? Oder? Nee, also wir bauen es heute eigentlich noch genauso wie damals. Sag mal, nur mit ein paar mehr Modifikationen an den Motoren. Weil es muss ja exakt gleich laufen. Sonst, ich habe gesehen, außen sind Schienen. Das Ganze läuft ja nochmal an den Seiten mit X-Schienen. Ja, die seitlichen Schienen sind dazu da, weil sich die, sag mal, auf 7 Meter Länge würde sich die Wand sonst auch mal hier nach außen rausdrücken können, wenn es in den Dichtungsbereich reinfährt. Ja, dafür sind die seitlichen Führungen da. Und die Motoren sind natürlich synchronisiert. Die schalten sich oben und unten in den Endpositionen ab. Guck mal hier, eine Schiffsluke. Der Vorteil ist, die baut nicht so hoch auf. Und das ist, ich bin
fassungslos. Die hat dann halt auch elektrischen Antrieb. Ja, klar. Ja. Macht ja Sinn. Aber ich denke, das Leder ist wirklich so alt, denn das hat so richtig Patina. Ja, kann schon gut sein. Also von der Farbe her ist es auf jeden Fall so, ja, aber wie gesagt, gute Pflege. So, und hier ist ein Arbeitsplatz, das heißt, man kann problemlos diesen Dell-Monitor, da ist ein Rechner darunter, wahrscheinlich ein Mac, der dann hier betrieben wird. Hier oben sind zwei Klimaanlagen. Ja, genau. Ja. So, macht doch Sinn. Die Kälte fällt ja nach unten. Richtig. Klappt das in der Praxis? Ja. Ja, sehr gut, ja. Sehr gut. So, und jetzt habe ich... Das ist mein Kram, den habe ich aus meinem Auto mitgebracht, falls ich hier Zeit hätte, was am Computer zu arbeiten. Ja, das kann man, glaube ich, vergessen. Das kannst du vergessen, ja. Das ist richtig, ja. So, dann habe ich jetzt verstanden. Also hier, deswegen kann man auch nicht schlafen hier oben, wenn es runtergefahren ist. Ja. Es sei denn, sag mal, würde es jetzt runterfahren, wenn das Dach oben offen ist? Ja, da musst du aber im Bett einen Sicherheitsschalter auslösen. Deswegen fahren wir es jetzt am besten mal runter. Ja, genau. Genau. Und war auch einer der Gründe, dass wir elektrische Fenster haben, weil du einfach alle Fenster dann zusammen schließen kannst, um dann das Dach runterzufahren. Bitte, fahr nochmal runter. Dann Aber es gibt auch einen Override immer, weil wenn du mal ein technisches Problem hast, dann ist es oftmals irgendein Sicherheitsschalter. Ja, ist beim Flugzeug auch so. Dann sagt er irgendwie, die Ladeklappe ist nicht geschlossen, ja, die Tür ist zu, aber irgendeiner von 5 Schaltern sagt, nee, es ist nicht zu. Und dann brauchst du auch, bei uns machen wir dann Override. Bitte override mal. Kannst du bitte mal runterfahren? Ich mache jetzt mal eins. Sandra, könntest du mir einen Gefallen tun? Ich gebe dir mal mein Handy in die Hand. Oder wir können auch Folgendes machen. Wir fahren es einfach jetzt mal innen runter. Ja, okay. So, das heißt, das obere Hubdach wird jetzt geschlossen wieder. Jetzt wird es gleich dunkler. Sag mal, von außen ist das ja total unscheinbar, dieses Reisemobil. Ja. Und von innen ist es der Hammer. So soll es sein, oder? Also, du willst ja auch nicht unbedingt jetzt auffallen. Ja. Und, gut, man fällt ja eh schon genug auf mit dem Ding. Aber das ist durch die Größe, aber es ist jetzt kein so ein Show. Es ist kein Concorde, der Liner, sondern das hier ist... Ich glaube, die LKWs gelten ja auch in Afrika als Nutzfahrzeug. Weißt du, das ist jetzt kein Wert für die meisten Afrikaner. Habe ich gehört. Also die haben gesagt, zum Beispiel ein Hilux wäre gefährlicher, den stehen zu lassen. Ja, bei denen können sie nutzen, den kann man auch verkaufen. Wenn du so ein Auto klauen würdest... Ja. Was willst du damit? Ja, was willst du damit und wem willst du das verkaufen? Wie willst du da einen Profit rausziehen? Und das findet man ja auch wieder. Abgesehen davon, dass wir natürlich Tracker drin haben, die du so schnell mal nicht ausschalten kannst. Wie ist hier die Dichtung eigentlich gelöst? Ja, wenn das Dach jetzt oben ist, dann sitzt es unten in einer umlaufenden Dichtung drin. Wenn es runtergefahren ist, sitzt es in einer umlaufenden Dichtung und während dem Verfahren... Ist es so eine Scheibenwischerdichtung oder ist sie aufgeblasen? Die gleiche Dichtung, die wir auch genau dieselbe haben. Ja. Und die muss ja halten lange, weil das ist ja nicht so easy, die zu wechseln, oder? Ja, jetzt die Hubdachdichtung, das ist halt, da brauchst du 2 Leute, um das zu machen. Aber die ist auch 20 Jahre drauf. Die ist ja auch der Sonne nicht ausgesetzt. Und deswegen geht sie nicht kaputt. Und deshalb geht sie nicht zurück. Also so. Auch die Frage der Materialauswahl und ja, fahr mal bitte runter. Ja. Dann bin ich... So, warte mal, jetzt muss ich aber erstmal alle Fenster zumachen. Ja. Das kann ich an den Fenstern machen. Ich kann es aber auch zentral machen. Fenster, so, hier ist ein Fenster zum Beispiel offen. Zentral zu. Ja. Ah, du hast einen Knopf für alles. Ja, der alles schließt, was zu sein muss, bevor das Dach runter kann. So, Belüftung. Du weißt, was jetzt passiert. Das ist eine Sternstunde. Ich werde zerquetscht. Nee, das ist eine Sternstunde von German Television. Wir sind zusammen mit der Firma, die wirklich die besten Reisemobile gesehen hat. Also nichts gegen amerikanische Slideouts mal 5. Aber das hier hat eine andere Qualität. Das Ding kannst du auf der ganzen Welt fahren. Das ist hochgradig... Achso, du willst hier hoch. Du willst nur schalten, gell? Ja. Aber ich wollte dich gerade Lob huldigen, ja. Das ist doch... das kann man doch mal machen, wenn Ingenieurskunst so... Oder? Ja, klar. Also es geht natürlich runter wie... Nee, aber es ist gut. Es ist 20 Jahre alt und bitte schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das ist wirklich made in Baden-Württemberg und wir können alles außer Hochdeutsch, aber du sprichst sehr gut Hochdeutsch. Ich bin ganz... Ja,
ich bemühe mich, sagen wir es mal so. Dankeschön. So, ja, was ist zu tun? So, also ich mache jetzt Freigabehubdach, dann kommt auch ein Warnton, ja, damit man weiß, jetzt könnte das Dach gefahren werden, weil wenn das alles zu ist, willst du ja nicht, dass jemand hier rumspielt und die Kinder da vorne platt macht. Ja. Ja. So, und dann drücke ich und dann geht das Dach runter. Muss Du musst irgendwas... natürlich gucken, ja, du musst natürlich gucken, hier die Pflanze würde jetzt ein bisschen gedrückt werden. Vielleicht fahre ich auch nicht ganz runter. Sandra, bitte mal die Pflanze runternehmen. Achso, warte mal. Ich kann ja auch anhalten. Kannst anhalten, dann nehmen wir die mal weg. Weil du siehst jetzt schon, er ist schon ein Stückchen runtergefahren. Das heißt, könnte man es auch halb offen lassen? Geht das theoretisch? Ja, nur kannst du dann natürlich die Fenster nicht mehr öffnen. Ja. Aber so als Sicherheitselement mehr kannst du drin schlafen, aber das braucht man nicht. Oh, das, Verstanden. Ich habe blöde Fragen. Aber du hast mich ja anfangs gesagt, wenn ich blöde Fragen stelle. ja. Das quietscht jetzt ein bisschen in der Führung da außen. So, jetzt geht's gerade an meinen Kopf dran. Ich zeig's mal. Jetzt gehe ich ein bisschen runter. Und jetzt kommen wir auf 4 Meter dann insgesamt, oder? Jetzt kommen wir auf 4 Meter. Ja. Ja. Aber du kannst nachher hier eben auch noch sitzen. Boah, da will ich doch kein Slideout mehr haben. Ich will so ein Dach haben. Weil, oder? Ja, also auch gerade diese Freiheit über dem Kopf, ja, die ist brutal schön, wenn du halt, sag mal, einen Meter Platz über dem Kopf hast. Und jetzt hast du natürlich genau das Gegenteil. Jetzt sitzt du gerade so mal unterm Dach und es fühlt sich eigentlich schon beengt an. Ja. Und, so, wir können mal eins machen. Würdest du mir einen Gefallen tun? Ja? Ich gehe jetzt mal raus und dann gebe ich dir ein Zeichen und dann fährst du es bitte nochmal hoch. Ja. Weil jetzt sehen wir, Sandra, man kann auch prima drunter sitzen. Du kannst alles benutzen, Toilette, hast du ja eben schon gesagt. Ja. Man könnte, der Tisch ist ja nicht absenkbar. So, und das heißt, der ist schon absenkbar. Also da musst du den Tischfuß lösen und dann kannst du es schon hinmachen. Ja. Da könnte man ein Bett man bauen. Könnte hier auch schlafen, ja. Könnte man schlafen. Aber du kannst halt einfach letztlich, wenn du jetzt mal hier zur Not schlafen wolltest, dann nimmst du die Rückenlehnenteile weg und legst sie Hast links genug. hin. So, ich gehe jetzt mal raus und dann schreie ich mal laut. Und dann sei so lieb und fahr es nochmal hoch. Aber warte, bis ich schreie. Ja, warte, so, dann gehe ich zur Tür und guck und... genau, so können wir es machen. So. Auf die Plätze, fertig, los! So sieht es jetzt komplett aus. Und jetzt wird es angehoben. Ist das gut? Du musst mal reingehen. Das muss ich mal. Ist der Oberhammer. Ja, aber nur wenn es Licht hat und man zum Fenster rausschauen kann, sonst. Obendrauf, da ist eine Luke, die kannst du nochmal anheben und dann bist du mit dem Bett im Sternenhimmel. Ah, okay. Ja. Mit Moskitonetz. Mit Moskitonetz. Ah, du kennst das Auto schon. Ja. Nein, ich habe schon mal sowas gesehen, aber eben meine Frau würde dann auf dem Moskitonetz bestehen. Boah, der ist 20 Jahre alt. Wenn du reinguckst, denkst du, er wäre heute gebaut worden. 20-jährig? 20 Jahre, cool. Ja. Gut, das Fahrgestell ist 10 Jahre, glaube ich, jetzt. Ja. Und der Aufbau ist 20 Jahre und du guckst da rein, total zeitlos. Also es ist echt der Hammer. Muss man auch bauen können, so. He? Also er ist ja der Konstrukteur hier drin, der damalige Gründer. Und er hat die Story, du musst das Video gucken. Also wir haben jede Schraube gezeigt. Okay, ja. Weißt du, ob du unseren Kanal kennst? Auf welchem Kanal seid ihr? German Television. German Television, okay. Ja. So, ich gehe mal rein. Okay. Ich glaube, wir sind oben. Denn das, muss ich sagen, ist gut. Sag mal, wenn ich ihn jetzt haben möchte, bestell den neu. Wie lange muss ich ihn warten? Zwischen 3 und 4 Jahren. Gut, also wenn ich meinen Lebenswunsch verwirklichen möchte, muss ich ein bisschen planen, müsst ihr ja auch. Das heißt, ihr müsst Fahrgestell beschaffen, habt ja Bauplätze im Moment belegt und das Ganze ist, guck mal, allein hier die Kanten, die ist ja äußerst belastet hier, siehst du an der Stelle, weil da dauernd einer vorbeischraubt. Ja. Das ist für die Ewigkeit gebaut, oder? Das ist eigentlich die Idee, ja. Weil der Unterschied, also könnte ich es gar nicht oder wir könnten es nicht von der Attitude her, von der Einstellung zu der Sache, ja.
Und das dann wirklich vernünftig zu machen, macht dann nicht mehr den großen Preisunterschied. Ob ich jetzt Mist einbaue oder was Vernünftiges einbaue, kostet fast die gleiche Zeit. Also ich lebe so ein bisschen unter der Prämisse, nicht immer, aber fast immer, wie du eine Sache machst, dann machst du alles. Das ist, ja, denke ich, ist so, klar. So, das heißt, ihr macht alles ordentlich, das hat seinen Preis, aber du siehst ja hier, der Werterhalt nach 20 Jahren noch 1 Million und die wirst du kriegen, 100%, weil das Ding ist ja das Fahrgestell, was hat das drauf, 100.000? 45.000 jetzt erst. Gerade mal eingefahren. Ja, klar. Ja, ist ja so, also 45.000 beim LKW und der hat auch genug Leistung, der LKW nehme ich an, oder? Der hat 530 PS. Ja, also der hebt. Ja, und 2600 Newtonmeter um den Dreh rum. Gut. Und AdBlue kriegt man in den Griff, hat er gesagt. Das finde ich gut. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei Unikat. Und wenn ich jetzt sowas haben möchte, bist du auch mal erreichbar? Kann man dich auch mal anrufen oder anschreiben per Mail, wenn du mir mal vielleicht deine Mailadresse mal sagst? Ja, klar. Also einfach an die info@unikat.com schreiben. Das kommt auch bei mir direkt auf den Tisch. Und dann antworten wir gerne und stellen Kontakt her. Sag nochmal deinen kompletten Vor- und Zunamen. Thomas Ritter. Thomas Ritter von Unikat. Wie lange seid ihr jetzt am Markt? Also ich mache das jetzt seit, 64 minus 18, 42 Jahre. 42 Jahre. Ja. Also Hut ab. Wirklich das beste Reisemobil. Ich befürchte, wir werden gleich noch eins zeigen. Hat dir das gefallen? War das okay, meine Fragen? Weil du hast mich angefragt, was fragst du denn alles so? Ja, ich wollte einfach wissen, wie du das machst. Wie läuft's denn ab? Ja. Und, aber wir wollen den Leuten einfach zeigen, es geht ja darum, nicht, weißt du, klar, das Ding kostet 1 Million und so weiter. Es geht eher darum, das Machbare, Technische zu zeigen aus deutscher Sicht. Die Amerikaner bauen anders, die Chinesen bauen anders, was weiß ich, wo die gebaut werden, Australien bauen anders. Das ist jetzt mal so, wie man es in Baden-Württemberg baut. So baut man das im Mutterland des Automobils, ja. Porsche, Mercedes, überall, da kommt er her. Ja, mittlerweile auch, habe ich ja gesehen, ich glaube, 90 Jahre Porsche, 100, weiß gar nicht mehr. Bitte? Die haben jetzt auch rundes Jubiläum, gell, Porsche? Ich glaube, die haben 90. Das weiß ich nicht. Ich kann dir viel über das Auto oder über unsere Sachen sagen, aber ansonsten verbringe ich zu viel Zeit. Sag mal, eine Frage habe ich noch. Gibt es sie so beledert? Ja, das war Glück. Ab Werk? Das war Glück. Dass sie so beledert war in der Fassung. Ich hätte nämlich fast gedacht, ich bestelle mal eine bei euch, ja, in Leder, die hätte ich gerne. Aber das ist ja sensationell. Ja, dein Fazit, Schulnoten? Mega. 1 plus. Sandra Capella, ja, unsere Mediengestalterin. Ja, es ist wirklich so, ich wollte dich ja mal mitnehmen. Du bist ja selber gefahren auf der Abenteuer Allrad, bist die Turbo-Else gefahren, erstmal LKW gefahren, haben wir einen Film von gedreht. Ja, es gibt hier viel zu sehen. Also ich glaube, die Leute, auch wenn man kein Reisemobil kaufen möchte, die Abenteuer Allrad ist ein richtiges Abenteuer. Ja, ist ein echt ein Event. Also und auch alles locker hier und kannst so viele Sachen machen und sehen, finde es echt cool. Und hat dir es gefallen, LKW fahren? Ja, es war schon aufregend. Exciting, oder? Ich war danach so zittrig, aber es war cool. Okay. Ich würde es jederzeit machen. Aber hier bei unseren Fahrzeugen, die Frau hat auch immer einen Führerschein. Und bei mir ist es so, dass meine Frau eigentlich mehr fährt als ich. Ich würde gerne mehr fahren, aber wir teilen uns das. Ja, wir werden ja der Sandra, das ist jetzt hiermit fest zugesagt, einen C-Führerschein spendieren. Okay. Werden wir machen und da werden wir auch eine Doku drüber drehen. Und wir dürfen im Moment noch nicht. Das wird dieses Jahr gelockert. Wir wohnen beide in Frankreich, weil wir über die Grenze wohnen, unten in Saarbrücken. Okay, ja. Und dann darfst du als Deutscher in Deutschland keinen Führerschein machen. Okay, wusste ich nicht. Ja, ist so. Das ist EU-Norm. Du musst in dem Wohnsitzland, wo du bist, bisher. Ja. Und das hat man jetzt geändert, weil man eingesehen hat, weil die machen jetzt nur auf Französisch, die Franzosen. Ja. Ich muss mal noch in Frankreich machen, meinen Führerschein. Bitte? Ich muss meinen Führerschein in Frankreich machen. Ja, der Autoführerschein geht noch. Also das kriegt man noch gerade so hin, also als Deutscher. Das ist, also da war ich noch ein bisschen mehr in Übung mit dem Französischen mittlerweile. Aber wenn du mal so eine das sind 100, 200 Fragen, die musst du die musst du freihändig beantworten. Das ist kein Multiple Choice. Also das ist wirklich, da bist du aufgeschmissen. Ja. Und ist es in Deutschland mit dem Führerschein deutlich einfacher? 34 Sprachen, ich glaube jetzt kam Ukrainisch dazu. Okay. Also ja.
Ja, das ist schon deutlich einfacher und das Fahren, man muss sich einmal an die Dimensionen gewöhnen, aber du hast selber gesehen wahrscheinlich, dass du einfach viel mehr siehst. Ja, du hast keine Motorhaube vor dir und du sitzt höher. Das ist auch das Fahren mit den großen Autos ist so cool. Ich mache auch gerne Überführungen. Weißt du, ich bin schon weltweit rumgefahren. Wo warst du ungefähr? Wie gesagt, gehört haben wir Mongolei. Ja, wir haben das Auto aus der Mongolei zurückgeholt. Ich bin mit dem anderen Kunden mal in die Mongolei gefahren, durch Russland eben, um auch Autos in die Mongolei zu liefern. Letztes Jahr habe ich ein Auto in Australien abgeholt und habe es in Windhoek abgeliefert. Und dann fährst du halt Australien ein Stückchen runter und dann von Durban fährst halt quer rüber nach Namibia, nach Windhoek. Also was mache ich dann unheimlich gerne. Ist das nicht toll, sein eigenes Auto spazieren zu fahren, wenn da runter, was du selber konstruiert hast oder euer Team? Ja, klar. Und wir sind auch immer an den Autos dran, ja. Und dann siehst du auch, gut, das könnte man noch besser machen, das könnte man besser machen. Also das ist ganz wichtig und das werde ich mir auch nicht nehmen lassen, da ja direkt vor Ort zu sein, um dann ein direktes Feedback geben zu können. So, wir haben alles. Einzige Nachteil von dem Auto, es hat keine Dusche. Das ist. Doch, es hat eine Dusche. Hat eine Dusche? Natürlich. Haben wir die gezeigt schon? Die haben wir nicht gezeigt. Haben wir nicht gezeigt? Als ob es hier keine Dusche gäbe, Sven. So, das war der Running Gag, den wollte ich euch für den Schluss nämlich aufbehalten. Ah, so. Das ist so. Ja. Und das ist die Duscheinheit, die ist größer als bei manchen zu Hause. Wer will reingehen? Sandra, mag mal. 1,75 und auch hier wieder Stehhöhe, 2 Meter. Ja, ist auch breit genug. So, wir werden das Fahrzeug freigeben. Schätz mal, wie lang das Video war? 40 Minuten? Nochmal? 40 Minuten? Nee, das nochmal schätzen. Länger? Länger? Echt? Soll ich mal auf die Uhr gehen? Eine Stunde? Ja, es ist Spielfilmformat. 1 Stunde und 26 Minuten sind wir jetzt. Oder? Doch. Und das brauchst du mindestens. Was wir immer gerne tun, wir zeigen das so, als wenn du alle Zeit der Welt hättest und das einer Person mal zeigen könntest. So, Ja. und dann können wir das an Millionen Leute schicken und dann kriegt jeder das mit. Und das hast du normal auf der Messe, die Chance hast du nicht. Ja. Weil viele wollen rein und das war unsere Idee. Ja, das ist echt cool. Aber das passt auch mit unserer Erfahrung hier. Wir machen mit Interessenten dann Termine in 2-Stunden-Takt, weil wir sagen, du brauchst fast 2 Stunden, um mal das ein bisschen zu erklären, zu zeigen. Und insofern, jetzt überrascht es mich nicht mehr, aber so gefühlt waren es jetzt wirklich 40 Minuten. Aber es ist halt auch... Also mir geht es auch darum, die Leute mal hinter den Kulissen kennenzulernen. Mag ich die? Weißt du, das ist ja auch viel Chemie. Ja. Was bringt dir ein Kunde? Du hast ja einen Werkauftrag, der dann nach ungefähr 4 Monaten mit dem Anwalt droht. Ja, dann hast du nichts von. Das muss für beide Seiten passen, oder? Ja, nee, Chemie muss stimmen. Also wir sitzen, wenn jemand zu Besuch war, dann sitzen wir oftmals auch da und sagen, ja, das wäre ein Kunde, für den würden wir gerne ein Auto bauen. Und manchmal ist es auch so, dass wir sagen, passt nicht. Ich glaube, das passt nicht. Ja. So, komm, wir gehen raus. Ja. Vielen, vielen Dank. Dann geben wir das Auto frei. Ich gehe mal kurz vor. Und hier wartet nämlich schon eine ganz große Schlange. Auto ist jetzt wieder frei und den werden wir uns gleich mal anschauen. Wir sind bei Unicat am Stand auf der Abenteuer Allrad. Heute ist der 10. Juni 2023. Tschüss.